Was willst du eigentlich erreichen? Wo willst du hin? Und was ist das Ziel mit LinkedIn? Erstmal überleg dir 1 bis 2 Themen, für die du bekannt sein willst. Letztendlich, Schreiben ist auch ein Skill. Also nicht jeder kann gut schreiben. LinkedIn ist so viel mehr als eine Jobbörse. Das ist inzwischen auch im Dachraum angekommen. Viele selbstständige Unternehmer, Unternehmerinnen posten regelmäßig bereits auf LinkedIn. Sie finden dort nicht Jobs, sondern eben Kunden. Und auch viele Angestellte sind inzwischen in das LinkedIn-Content-Game eingestiegen, posten dort regelmäßig, ob als Corporate Influencer oder um ihre Personal Brand aufzubauen, ihr Nebengewerbe zu bespielen oder vieles mehr. LinkedIn hat enorm viel Potenzial und ich freue mich gleich mit einem absoluten LinkedIn-Profi mal darüber zu sprechen. Worauf muss ich denn achten, wenn ich auf LinkedIn Content posten will? Wie unterscheiden sich zum einen auch Beiträge, die Reichweite generieren und Beiträge, die Kunden gewinnen? Wie lang sollte eigentlich eine Hook sein und welche Art von Foto sollte ich eigentlich zu meinen Beiträgen posten? Das und mehr gleich hier in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Wenn du auf LinkedIn bist, dann wirst du sie vermutlich schon mal gesehen haben und damit herzlich willkommen bei Erfolgsgeflüster, Mareike Sophie Zeitler. Schön, dass du heute hier bist. Wir sprechen über ein Thema, was wahrscheinlich für viele, die gerade zuhören, relevant ist, und zwar das Thema LinkedIn. Wir kommen auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs noch auf die Bedeutung von Personal Branding zu sprechen und natürlich, was man tun kann, um das Ganze eben auf LinkedIn für sich sinnvoll zu nutzen, sowohl als Angestellter als auch natürlich eben als Selbstständiger oder Unternehmer, Unternehmerin. Aber lass uns gerne mal starten mit deiner persönlichen Reise. Also wie kamst du dazu zu sagen, hey, Social Media, später dann LinkedIn, ist interessant für mich, das Ganze eben einfach mal auszuprobieren und perspektivisch auch beruflich damit was anzufangen. Was war so dein erster Berührungspunkt damit? Ja, also grundsätzlich, ich habe BWL studiert, dann Marketingmanagement im Master. Das heißt, ich komme schon irgendwie aus dieser Marketing-Schiene und habe da immer den Background gehabt. Habe ursprünglich BWL studiert, weil ich keinen Plan hatte, was ich mit meinem Leben machen will. Und dann ist BWL ja immer die beste Wahl. Und habe aber immer so dieses Bedürfnis gehabt, irgendwie eher kreativ zu arbeiten. Das heißt, Marketing war dann irgendwie so das, was noch am ehesten in die kreative Richtung ging, würde ich mal sagen. Wobei es ja nicht nur kreativ ist, aber zumindest zu teilen. Und bin dann darüber so ein bisschen in diese Social-Media-Welt reingekommen. Habe damals neben meinem Studium einen Travel-Lifestyle-Blog gehabt, um mich selber auch einfach so ein bisschen kreativ auszuleben, würde ich sagen. Dann auch mit Instagram gestartet und darüber schon relativ viele Erfahrungen gemacht, würde ich sagen, was so das Thema Personal Branding auf diesen Kanälen angeht und auch das Thema Community-Aufbau. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Bei mir ähnlich gewesen, auch viele Parallelen. Aber es geht ja heute um dich, deswegen die Frage, wann hast du Instagram vielleicht ein Stück weit den Rücken gekehrt? Ich weiß es aus deiner Vorgeschichte, dass es eben nicht straight weiterging damit, aber ist ja genau der spannende Punkt. Warum hast du damit quasi nicht weitergemacht und was hast du stattdessen gemacht? Genau, also ich hatte das ja neben dem Studium gemacht. Das heißt, es war, ich würde mal sagen, wie so ein Werkstudentenjob nebenbei. Also ich habe irgendwie so 50-50 studiert und Social Media gemacht, damit auch Geld verdient. Damals für mich auf jeden Fall auch gut Geld verdient, so als Studentin. Aber stand dann letztendlich nach dem Studium vor der Entscheidung, okay, entweder ich fange jetzt einen Vollzeitjob an, gehe so diesen Konzernkarriereweg, oder ich mache irgendwie Social Media weiter. Und habe mich damals dagegen entschieden, einfach weil ich mich irgendwie, ich glaube, auch in dieser Instagram-Schiene nicht so richtig gesehen habe und mich dann nicht 100% damit identifizieren konnte und dann doch lieber den sicheren Karriereweg gewählt habe. Also ich komme auch aus einer Beamtenfamilie und so weiter. Das heißt, da sicherlich auch vom Elternhaus ein bisschen eine Richtung mitbekommen. Und mich dann letztendlich für die Konzernkarriere entschieden, damals bei Schindler Aufzüge im globalen Marketing angefangen und mit der Entscheidung dann auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt erstmal Social Media komplett den Rücken gekehrt. Also mein Instagram-Profil gelöscht, meinen Blog gelöscht und dachte, ich gehe jetzt diesen Konzernweg. Wann trat denn LinkedIn in dein Leben? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich schon relativ früh, ich würde sagen wahrscheinlich, also es kam auf jeden Fall in mein Leben, als es in Deutschland noch gar kein Thema war. Ich habe ein Auslandssemester in Amerika gemacht und da hatten wir einen Kurs, wo es darum ging, irgendwie unser LinkedIn-Profil zu erstellen, und also in Amerika war es ja viel früher irgendwie schon relevant.
und uns dazu vernetzen und weiß ich was. Und ich weiß noch ganz genau, dass irgendwie die Aufgabe war damals, mindestens 50 Kontakte zu haben, um halt irgendwie so einen A, also die beste Note zu kriegen. Und ich dann noch zu dem Professor gegangen bin und so war, ja, sorry, das gibt's in Deutschland noch gar nicht und ich kenne hier noch keine 50 Leute. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ja, dann irgendwie das okay war, dass ich halt irgendwie nur den ganzen Kurs da hinzufüge und das war's. Das heißt, das LinkedIn-Profil habe ich schon sehr lange, aber wirklich relevant wurde es dann natürlich erst deutlich später. Das erste Mal tatsächlich schon im Konzern, globales Marketing mit aufgebaut, Aufzüge, das heißt auch ja B2B-Bereich und da ist LinkedIn schon dann auch Thema gewesen, aber wir haben vor allem versucht, so ein bisschen ein Unternehmensprofil zu bespielen und so weiter. Das heißt, wirklich über Personal Brands zu gehen, war damals auch noch nicht so das Thema. Und das kam dann erst ein paar Jahre später, als ich in einem Software-Startup gearbeitet habe. Dann lass uns doch da mal hinhüpfen. Wann war so der Moment, also falls du dich noch dran erinnerst, an deinen ersten LinkedIn-Post? Also ich weiß noch, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich lange Zeit erstmal so ein bisschen beobachtet habe, ne, dass dann auch gesehen habe, was es im deutschsprachigen Raum langsam anfängt. Da gab es dann irgendwie so, weiß nicht, 20 Creators oder sowas, die halt irgendwie auf LinkedIn gepostet haben. Und irgendwann hat man sich dann selber mal rangetraut, mit sehr unschönen Posts wahrscheinlich am Anfang, irgendwie nur textbasiert. Aber wie war das bei dir? Also erinnerst du dich noch an den ersten Post oder was war so der Einstieg bei dir in das LinkedIn-Game eben mit Blick auf, das mache ich jetzt für mich? Ja, erinnere ich mich sehr gut dran, weil der zu kompletter Überforderung geführt hat bei mir. Also das war kurz nachdem ich diesen Job angefangen hatte. Ich war da komplett für das Marketing verantwortlich und wusste, okay, wir müssen LinkedIn irgendwie mal ein bisschen ausprobieren. Wollte erst mit meinem eigenen Profil so ein bisschen testen und habe dann damals auf meiner ersten Vacation, also da war ich gerade in Sri Lanka, das war glaube ich sogar noch in der Probezeit und war so voll in diesem, okay, ich habe es irgendwie geschafft, einen Job zu finden, wo ich diese Freiheiten habe und super froh darüber natürlich auch. Und habe diese Emotionen so ein bisschen in einen LinkedIn-Beitrag verpackt. Also von, ich habe diesen Konzernjob gekündigt zu, ich habe jetzt irgendwie die Freiheiten, die ich mir damals gewünscht hätte. Und ja, ein schönes Reisebild noch dazu gemacht. Ne? Und dieser Beitrag ist einfach durch die Decke gegangen. Also der ist komplett viral gegangen. Und ich war einfach nur komplett überfordert. Ich habe, keine Ahnung, hunderte Nachrichten, Kontaktanfragen, sonst was darauf bekommen, obwohl ich eigentlich noch gar kein großes Netzwerk hatte. Und war einfach echt nur so, okay, also keine Ahnung, wie ich damit jetzt umgehen soll, wie ich das managen soll. Und habe dann erstmal ein paar Monate wieder nichts gemacht. Okay, interessant. Also auch nicht, ich hätte fast gesagt, zwischendrin ein Traumstart quasi. Also lässt sich jeder, der irgendwie auf LinkedIn aktiv ist und das nutzen will, sagt, ja, oh, davon träume ich, ne, irgendwie total die Reichweite zu kriegen. Das direkt beim ersten Post ist natürlich auch sehr besonders, aber es klang jetzt eben dann doch nicht nach dem Traumstart, sondern eben eher das Gegenteil. Weil ich glaube, bei den meisten ist so der erste Post eher so dieses, naja, Fremdschämgefühl quasi, so im Sinne von, oh, poste ich das jetzt? Na, was denken die anderen? Na, das sind ja immer so die typischen Gedanken, die man hat. Insofern spannend, dass auch das andere Extrem nicht unbedingt schöner ist. Ja. Ja, also die Gedanken hatte ich auch, ne, und habe mir das natürlich so ein bisschen schön geredet mit meiner Erfahrung, die ich vorher irgendwie aus Social Media hatte, wo ich mir dachte so, ja, okay, am Anfang es wird eh fast keiner sehen. Und ich teste einfach erstmal. Ich hatte natürlich auch irgendwie noch keine Strategie und so zu dem Zeitpunkt, wo ich einfach erstmal ausprobieren wollte. Und ja, ich teste dann erstmal und das sieht ja am Anfang sowieso keiner, wurde dann irgendwie, das hat jetzt auf jeden Fall jeder gesehen. Ja, richtig, richtig cool. Stichwort Strategie ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Heute postest du mit mehr Strategie, weil du das Ganze auf jeden Fall inzwischen sehr erfolgreich auch machst. Also es ging erfolgreich weiter, ich glaube, so kann man es formulieren, nach deiner Pause, nach dem ersten viralen Post. Was sind denn so die Strategien, die ja dir bekannt sind, die auf LinkedIn gut funktionieren und was ist vielleicht auch so ein Stück weit das, was du gerade verfolgst an Strategie? Nimm uns da gerne mal mit. Strategie ist ja immer erstmal ein sehr großes Thema, ne? Also bevor ich da jetzt irgendwie konkrete Tipps geben kann, wäre erstmal die Frage, okay, was willst du eigentlich erreichen, wo willst du hin und was ist das Ziel mit LinkedIn? Weil, also was ich mache, ist halt vor allem, also für mich persönlich, ist Community-Aufbau und irgendwie meine Personal Brand wirklich aufbauen, versus was
viele meiner Kunden als Ziel haben, ist dann eher wirklich Lead-Generierung und Kundengewinn über LinkedIn oder sich halt wirklich als Experte, Thought Leader in einem bestimmten Bereich mit einer bestimmten Expertise positionieren. Und je nachdem, was da das Ziel ist, sind natürlich auch die Wege, die man gehen muss, andere. Auf jeden Fall, ja. Jetzt gehen wir davon aus, viele, die hier zuhören, sind entweder gerade so in den ersten Jahren ihrer Selbstständigkeit oder denken darüber nach. Deswegen würde ich sagen, legen wir den Fokus jetzt erstmal im ersten Teil auf das Thema Personal Branding, weil das ja einfach für jeden relevant ist, egal ob selbstständig oder eben angestellt. Hast du da noch so 2, 3 Tipps? Was sind so die ersten Schritte, die ich gehen kann, um vielleicht nicht super krass viral zu gehen, aber mich auf jeden Fall auch nicht fremdschämen zu müssen mit meinen ersten Posts und da einfach die Erfahrung zu sammeln, um halt auch mein Netzwerk zu erweitern, sinnvoll zu erweitern? Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal mir die Frage stellen, okay, wofür will ich stehen und was sind meine Kernthemen, was ist meine Positionierung? Das kann man jetzt super spezifisch runterbrechen, aber grundlegend das Wichtigste ist erstmal überleg dir 1 bis 2 Themen, für die du bekannt sein willst. Also überleg dir, okay, wenn ich das jetzt erfolgreich mache, ich ziehe das jetzt 1, 2 Jahre durch, LinkedIn ist ein Long-Term-Game, deswegen 1, 2 Jahre so als Zeitraum, würde ich mal sagen. Und bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf einer Messe, auf einem Geschäftsessen, was auch immer. Und mich sieht da irgendjemand, der mich von LinkedIn kennt. So, worauf will ich, dass diese Person mich anspricht? Guter Punkt, ja. Das heißt, so 2 Themen sind in Ordnung, weil das ist ja auch oft die Frage, muss ich mich jetzt festlegen auf ein einziges Thema oder kann ich auch für mehrere Dinge stehen? Ab wann wird es kompliziert? Also mehr als 3 würde ich auf gar keinen Fall machen. 3 ist, je nachdem, wie nah die beieinander sind, kann es gut funktionieren, kann auch schon verwirrend werden. Also ich glaube, so das Einfachste gerade am Anfang, wenn man jetzt noch nicht die große Reichweite hat, wenn man da zu viele verschiedene Themen spielt, dann verwirrst du einfach deine Community. Und ich würde mich, um es mal so ganz einfach runterzubrechen, ein Expertenthema und ein Passion-Thema, für was du wirklich stehst, wo du super gerne drüber sprichst. Macht auf jeden Fall Sinn. Wir kommen gleich noch zu so ein paar praktischen Tipps, Stichwort LinkedIn-Routine vielleicht und ein paar andere Dinge, aber hol unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal dazu ab, erstmal, was du konkret heute machst. Denn LinkedIn ist ja eben nicht nur ein Personal Branding Netzwerk oder Tool für dich selbst, um quasi dich selbst bekannter zu machen und zu positionieren, sondern eben du arbeitest ja auch Tag für Tag mit LinkedIn. Also LinkedIn ist dein Business. Du arbeitest auch mit Kunden mit LinkedIn. Deswegen hol uns gerne mal dazu ab, was du konkret da machst. Genau, ja, letztendlich helfe ich anderen Leuten, in der Regel Foundern, Geschäftsführern auf LinkedIn sichtbar zu werden und ihre Personal Brand auch aufzubauen. Das mache ich in erster Linie über LinkedIn Ghostwriting. Das heißt, ich schreibe auch wirklich Beiträge für andere Leute und helfe ihnen dabei sozusagen den Content zu erstellen. Und andererseits auch über Consulting, Beratung und Sparring. Ghostwriting. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall mal drauf einsteigen, noch ein, 2 Nachfragen stellen, denn das ist ja auch immer so ein Thema. Jetzt haben wir eine Personal Brand, die wir aufbauen wollen und jetzt haben wir einen Ghostwriter, eine Ghostwriterin in deinem Fall zum Beispiel, die dann diese Beiträge schreibt. Wie siehst du das Ganze? Also was ist deine Antwort auf diese Vorurteile, die von manchen vielleicht jetzt auch gerade aufkommen, die sagen, ja, das ist doch nicht mehr authentisch. Das ist doch keine Personal Brand, wenn das jemand anders schreibt. Es kommt immer ganz drauf an, wie man es macht. Ne? Also wenn ich jetzt einfach irgendwem sage, hey, schreib mir meine LinkedIn-Beiträge für mich und hier ist mein Profil, mach mal, dann ist es natürlich nicht authentisch. Ich mache das mit meinen Kunden auf eine Art und Weise, wo ich behaupten würde, dass es sehr authentisch ist. Also ich kann das gerne mal kurz erzählen, wie dieser Prozess abläuft. Ich glaube, dann wird es ein bisschen verständlicher. Wir machen einmal im Monat ein Content-Interview. Das heißt ja letztendlich, wie wir gerade so einen Mini-Podcast reden miteinander. Ich stelle ein paar Fragen, die Kunden bringen Themen mit und ich zeichne das Ganze auf und erstelle dann aus dem, was der Kunde gesagt hat, die Beiträge. Das heißt, ich denke mir nichts aus für meine Kunden. Ich lege denen keine Wörter an den Mund oder sonst was, sondern ich verpacke einfach nur deren Expertise, das, was sie erzählt haben, in ein Format, was auf LinkedIn funktioniert. Und da ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, das ist weiterhin authentisch, weil das ist genau das, was meine Kunden sagen. Und letztendlich Schreiben ist auch ein Skill. Also nicht jeder kann gut schreiben, nicht jeder ist in der Lage, seine Expertise irgendwie so
in Worte zu verpacken, dass es auf einer Plattform gut funktioniert. Und teilweise ist das dann sogar vielleicht authentischer, wenn ich mir jemanden zur Hilfe hole, der das gut kann, der das schafft, meine Persönlichkeit in dieses Textformat zu übertragen, versus dass ich mich selber hinsetze und da irgendwas runterschreibe, was am Ende irgendwie so ein langer Text oder sonst was ist und überhaupt gar nicht mehr das widerspiegelt, was ich eigentlich aussagen will. Auf jeden Fall, ja. Wie lange brauchst du für so einen LinkedIn-Beitrag oder wie lange sollte so ein Beitrag auch sein? Also vielleicht erster Schritt, ne, wie lang sollte der sein? Ist kürzer besser oder ist länger besser? Und zweitens, was planst du so als Zeitaufwand letztlich für einen Beitrag? Weil da gibt's ja auch eine Spannweite quasi. Ne? Manche sagen hier, keine Ahnung was, in 10 Minuten zum LinkedIn-Beitrag, der performt. Und andere sagen hier, keine Ahnung was, dann mit Recherche, Formatieren, vielleicht Bilder und so weiter raussuchen. Du brauchst eben mindestens eine Stunde oder sogar länger. Was ist so deine Faustregel oder auch Faustregel gibt's nicht so ganz, weil es tatsächlich sehr auf den Beitrag an sich ankommt. Ne? Also jetzt irgendwie ein kurzer Statement-Beitrag, wo ich meine persönliche Meinung runterschreibe oder sonst was, geht in der Regel natürlich schneller, als wenn man irgendwie jetzt einen Expertenbeitrag mit einer Slideshow aufbereitet oder sonst was, wo man dann doch einfach mehr Arbeit reinstecken muss. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also was ich auch meinen Kunden rate, die das selber machen, nicht länger als eine halbe Stunde pro Beitrag. Einfach, weil man sehen muss, also so die Halbwertszeit sind 1 bis 2 Tage auf LinkedIn, die dieser Beitrag überhaupt ausgespielt wird. Das heißt, insbesondere wenn ich jetzt noch nicht die Riesenreichweite habe, ist dann halt auch die Frage, okay, wie viel Aufwand kann ich da überhaupt reinstecken, dass sich das am Ende rentiert dafür. auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir ja ChatGPT und sonstige auch LinkedIn-Tools inzwischen, die da teilweise unterstützend sind. Also es gibt ja KIs inzwischen, die speziell für LinkedIn quasi trainiert sind, was Formatierung, Hook und sonstige Dinge angeht. Was ist so dein Blick darauf? Nutzt du davon was? Und wenn ja, was kannst du empfehlen? Ich nutze ChatGPT für die Zusammenarbeit mit meinen Ghostwriting-Kunden, nicht um die Texte zu schreiben, aber um die Interviews zu selektieren. Also ich habe die Aufzeichnung von dem Interview und nutze ChatGPT, um mir das noch ein bisschen zu strukturieren und die wichtigen Parts da rauszuziehen. Dafür super hilfreich. Und letztendlich ist das auch immer, was ich raten würde. Also KI ist genial, es wäre dumm, es nicht zu nutzen. ChatGPT ist ein super Tool. Auch andere LinkedIn-Tools wie jetzt Scribe oder so, das hast du wahrscheinlich meinst, können super hilfreich sein, aber halt als Unterstützung und nicht als ich verlasse mich da komplett drauf und die schreiben den Content für mich. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, man erkennt auch inzwischen zumindest als halbwegs erfahrener LinkedIn-Nutzer, also man muss ja gar nicht selber irgendwie Creator sein, erkennt man doch schon die Beiträge oft gerade an den Emojis. Ne? Wenn das in den ersten 2 Zeilen immer außen rechts, links jeweils das Emoji ist, dann ist das mit 99% wahrscheinlich von ChatGPT geschrieben. Emojis per se sind ja nicht falsch, aber das ist so, glaube ich, eines der Klassiker. Und es gab auch so Formulierungen, als ChatGPT rauskam, also im ersten halben Jahr, dass jeder Post davon immer so angefangen hatte. Ne? Deswegen, da kann ich auch noch von abraten. Super spannend. Thema LinkedIn-Routine ist, glaube ich, generell ein Thema, über das wir noch ein bisschen reden dürfen. Denn das gehört ja wahrscheinlich auch zur Strategie, wenn man eben das Ziel hat, Sichtbarkeit letztlich ja auch aufzubauen. Das heißt eben zum Beispiel Leads zu generieren oder eben wirklich, Personal Brand in einem Bereich dafür zu stehen. Was ist so deine persönliche LinkedIn-Routine? Hast du überhaupt eine? Ich vermute schon, weil LinkedIn ja dein Daily Business ist, aber nimm uns gerne mal mit. Was würdest du tun oder was tust du für deinen eigenen Account quasi? Wie regelmäßig postest du? Gibt es irgendwelche Sachen zu beachten? Uhrzeiten morgens? Kommentieren? Gerne die ganze Bandbreite. Lass uns mal starten. Ja, gerne. Also grundsätzlich, ich poste 3-mal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Heißt jetzt nicht, dass es jeder so machen muss, ist einfach das, was sich für mich irgendwie jetzt ganz gut so eingefügt hat, um den Abstand halt zwischen den Beiträgen zu haben. Ich habe das Gefühl, dass 3-mal die Woche für mich aktuell auch eine gute Frequenz ist. Also wenn ich drüber gehe, dann merke ich, dass die Reichweite pro Beitrag einsinkt. Insgesamt wird sie natürlich höher, aber dann ist auch wieder die Frage so von Aufwand, Ertrag. Und ja, ich da irgendwie mit 3 Beiträgen einen ganz guten Sweet Spot habe aktuell. Und morgens posten funktioniert bei mir deutlich besser, aber das ist auch wieder, also nehmt das nicht alles sozusagen für euch, jetzt einfach für die, die zuhören sozusagen, sondern testet das auch selber ein bisschen, weil letztendlich kommt es auch sehr darauf an, okay, wann ist das eigene Netzwerk aktiv, wann haben die Leute, die euch
Folgen Zeit, sich das anzugucken und so weiter. Ich bin ja natürlich auch viel in dieser Marketing-LinkedIn-Bubble vernetzt, wo die Leute alle erzählen, hey, ihr müsst morgens aktiv sein und deswegen sind alle morgens aktiv und deswegen performen die Beiträge da auch am besten. Das kann aber in anderen Branchen ganz anders aussehen. Genau, das heißt, ja, 3-mal die Woche, morgens meistens so zwischen 7 und 9, je nachdem, wann ich wach bin und Zeit dafür habe. Und ja, ich versuche eigentlich immer so zu posten, dass ich das auch wirklich schaffe, dann direkt auf Kommentare zu antworten und so weiter. Das ist auch noch ein super wichtiger Faktor auf jeden Fall, dass man halt nicht irgendwie einen Beitrag postet, auch gerade wenn man den jetzt scheduled und nicht live selber postet und dann gar nicht aktiv ist und gar nicht sieht, was passiert, sondern relativ schnell Kommentare beantworten, da in den Austausch gehen, weil letztendlich, ja, es ist ein soziales Medium, das heißt, es lebt von dem Austausch und von dem Engagement und ja. Auf jeden Fall, jetzt höre ich raus, dass du selber nicht schedulst, also du postest tatsächlich dann morgens selbst, aber vorbereitet hast du die Dinger schon oder schreibst du tatsächlich irgendwie am Vorabend oder am Morgen den Beitrag, den du dann veröffentlichen möchtest? Ich mache es mal so, also je nachdem, wie stressig meine Woche ist, schedule ich manchmal auch, also wenn ich weiß, dass ich viel zu tun habe und ja, mir da einfach ein bisschen Zeit sparen will unter der Woche, dann plane ich die auch ein. Ansonsten mache ich es eher nicht, einfach weil es für mich dann entspannter ist, dass ich es zu dem Zeitpunkt machen kann, wo ich wirklich Zeit habe und ich halt nicht den Druck habe, okay, der geht jetzt um 8 raus. Was war die zweite Frage? Ja, das war die Frage, also ob du schedulst oder halt nicht, genau. Dann vielleicht noch eine andere Frage, weil das ja auch so einer dieser vielen LinkedIn-Mythen gibt, die es ja da draußen gibt, ist das Thema, ja, Algorithmus aufwärmen. Also muss ich vorher schon kommentieren, mich vernetzen, andere Beiträge lesen, quasi auf der Plattform aktiv sein, bevor ich poste, damit mein eigener Post besser performt? Oder ist das einer dieser Mythen, der eben nicht korrekt ist? Was ist so deine Wahrnehmung oder vielleicht weißt du auch die Antwort darauf? Also ich weiß natürlich nicht, wie genau 100% der Algorithmus funktioniert, aber ich habe natürlich relativ viele Vergleichswerte, dadurch, dass ich auch sehe, wie meine Kunden das machen versus wie ich das mache. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es einen direkten Einfluss hat. Zumindest davor nicht unbedingt. Danach, klar, das ist wieder dieses, wenn ich in Austausch gehe, dann kommt nochmal ein Kommentar zurück, es entsteht eine Unterhaltung. Das heißt, es steigert das Engagement. Aber letztendlich, es ist halt wichtig, auch aktiv zu sein. Und meistens funktioniert es als Routine ganz gut, dass man sagt, okay, ich bin jetzt auf LinkedIn, dann nehme ich mir davor und danach auch noch mal eine halbe Stunde und mache halt alles andere, kommentiere bei anderen, vernetze mich und so weiter. Das heißt, es hilft halt, um diese Routine zu haben. Ja, deswegen würde ich es auch so empfehlen, aber nicht wegen dem Algorithmus. Auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Genau, einmal ausprobieren, aber tatsächlich auch so das Thema, nicht alles, was man hört, stimmt. Und ja klar, Kommentare beantworten ist, glaube ich, absolut logisch, dass es Sinn macht. Es ist egal, auf welcher Social-Media-Plattform. Das ist überall so. Und warum man jetzt LinkedIn aufwärmen muss und andere vielleicht nicht, dann stellen sich da auf jeden Fall schon ein paar Fragen, ob das wirklich so sein kann. Lass uns gerne noch ein bisschen in das Thema Beiträge reingehen. Ich habe es eben schon mal angeteasert, da gibt es natürlich so dieses schöne Wort, die Hook. Die Hook macht den Unterschied. Du hast vorhin auch von eben Slideshows und ähnlichen Dingen gesprochen. Also da sind wir eher so im Creative-Bereich. Brauche ich Bilder? Wenn ja, Slideshows, was muss da drauf? Personen besser oder diese Infoposts? Wir bleiben beim Thema Personal Brand, weil das wahrscheinlich die meisten betrifft, die zuhören. Was ist so deine Erfahrung? Erste Frage, Hook. Also hast du da so einen Tipp, den du uns mitgeben kannst? Und das zweite eben auf das Bild. Was funktioniert da am besten? Eher Fotos oder eher eben letztlich das Thema, was ich vertreten möchte? Ja, kommt auch wieder sehr darauf an. Das heißt auch hier natürlich schwer eine grundsätzliche Aussage zu treffen. Aber wenn es jetzt darum geht, deine Personal Brand aufzubauen, dann ist ja das Ziel, dass Leute ein bestimmtes Thema mit deinem Gesicht verknüpfen. Das heißt, es macht natürlich Sinn, das eigene Gesicht auch zu zeigen. Das heißt, halt Fotos zu nutzen, damit einfach bei deiner Zielgruppe diese Connection hergestellt werden kann zwischen deinem Gesicht und dem Inhalt, den man dazu kommuniziert. Genau, deswegen auf jeden Fall pro Fotos, wenn man sich damit wohlfühlt. Genau, das zweite Frage war das Thema Hook, ob du da noch einen persönlichen Tipp hast, den du entweder selber natürlich nutzt und teilen magst. Muss ja nicht der allerbeste Tipp sein. Manchmal hat man da ja seine Geheimnisse, die Secret Sauce, die man nicht teilen möchte. Aber ich bin mir sicher, du hast viele Tipps und vielleicht kannst du einen davon unserer Community, die jetzt hier gerade zuhört,
mal teilen, die du selber nutzt oder die du letztlich auch in deinen Programmen, in deiner Masterclass und so weiter an deine Kundinnen und Kunden weitergibst? Ja. Also Nummer 1, auf jeden Fall nicht zu lang. Also das ist ein Fehler, den ich ganz oft sehe, dass die Hook einfach zu lang ist. Idealerweise wirklich so kurz, dass, wenn man sich das Ganze auf dem Handy anguckt, das in die erste Zeile passt. Dann frag dich, würde ich weiterlesen? Auch immer ein guter Punkt. Also einfach versuchen, nachdem man den Beitrag geschrieben hat, da selber nochmal aus dieser externen Brille rauf zu gucken und sich zu fragen, okay, klingt es gerade so spannend, würde ich weiterlesen? Und wegkommen von, ich will, dass die Hook eine Überschrift ist. Also das ist auch eine Sache, die ich ganz oft sehe, gerade auch in der Masterclass bei den Leuten, dass sie denken, okay, ich muss mit der Hook den Beitrag irgendwie so ein bisschen zusammenfassen. Aber die Hook soll ja nicht erklären, was in dem Beitrag passiert, sondern die Hook soll Interesse schaffen dafür, was als nächstes kommt. Das heißt, da so ein bisschen umdenken. Ja, ich glaube tatsächlich, das mit dem Handy ist etwas, was viele vergessen, weil oft schreibt man ja doch irgendwie am Rechner vor, also entweder in Word oder in ChatGPT oder sonst wo man sich halt schon mal vorformuliert. Die wenigsten schreiben oder tippen ja wirklich in LinkedIn. Und deswegen, das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich auf jeden Fall selber öfters mal vergesse, ne? Aber das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ich glaube auch einige, die zuhören, das Ganze mal zu überprüfen. Und das kann man sich ja einfach mal austesten. Ne? Man muss es ja nicht veröffentlichen, aber einfach wissen, okay, so und so viele Zeichen sehe ich bei anderen Leuten auf dem Handy, dann wird das bei mir wahrscheinlich ungefähr ähnlich sein und sich da grob dran zu halten. Ne? Richtig, also es gibt auch Extensions für LinkedIn, die man sich installieren kann, wo man so eine Preview hat, denn wie es auf den verschiedenen Formaten aussieht, das kann helfen. Oder man plant den Post einfach vor und guckt sich dann den vorgeplanten Post nochmal auf dem Handy an. Auch einfacher Weg, um vorher schon zu sehen, wie es mobile aussieht. Und irgendwie, ich glaube, ich habe letztens eine neue Statistik gesehen, 84% der User nutzen das mittlerweile mobil. Das heißt, da schon echt letztendlich wichtiger fürs Handy zu optimieren als für die Desktop-Version. Auf jeden Fall. Also ich persönlich zum Beispiel schreibe ganz gerne am Rechner oder sowas, dann die Dinger in Word vor, aber konsumieren tue ich ausschließlich am Handy. Also außer wenn ich jetzt vielleicht mal gepostet habe, den restlichen Tag bin ich unterwegs, Kommentare beantworte ich immer auf dem Handy. Deswegen super wichtiges Thema. Cool, dann lass uns gerne noch einen Satz über deine Masterclass, ja nicht verschwenden, ist das falsche Wort, aber verweilen. Da, du hast ja eben schon gesagt, du machst Ghostwriting, was ja eben ein klassisches 1:1 ist, also dass du deine Kunden und Kunden betreust, quasi im 1:1, aber das ist ja eben nicht für jeden interessant oder auch machbar letztlich finanziell. Deswegen hast du diese Masterclass ja unter anderem auch geschaffen. Hol uns gerne mal dazu ab, was für wen ist diese Masterclass geeignet? Ja, die ist letztendlich für Solopreneure, Freelancer, Early-Stage-Founder, die letztendlich LinkedIn wirklich selber angehen wollen. Also die sagen, okay, ich habe Lust, mir eine Personal Brand aufzubauen oder ich weiß, eine Personal Brand ist wichtig für mich und mein Business. Und an dem Punkt stehen, dass sie einfach nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen, wofür sie stehen und so weiter. Und wir schaffen da in 3 Monaten in einer kleinen Gruppe gemeinsam diese Grundlage, dass wir sagen, okay, nach den 3 Monaten weiß jeder, okay, was ist die Positionierung, wie schreibe ich gute Beiträge, hat die ersten Beiträge veröffentlicht und Routinen und Strukturen geschaffen, um das Ganze dann langfristig durchzuziehen. Richtig spannend auf jeden Fall. Dann noch eine letzte Frage, weil wir haben jetzt den Fokus auf Personal Branding gehabt, aber du hast ja vorhin gesagt, natürlich gibt es eben auch Kunden bei dir zum Beispiel oder auch Leute, die hier zuhören, die sagen, ja, ich möchte aber Leads generieren, im besten Fall dann eben auch Kunden daraus abschließen. Was ist so der 1 bis 2 Faktoren, die sich eben grundlegend beim Content unterscheiden, wenn ich Personal Branding als Fokus habe oder wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt auch wirklich mein Angebot platzieren und darüber eben Leads gewinnen? Hast du da noch so einen Tipp für uns? Ja, letztendlich kann man sich den Content ganz gut so als Funnel vorstellen, sage ich mal. Also man hat oben in dem Funnel so Top-of-Funnel-Content, was der Content ist, womit ich auch meine Personal Brand aufbaue. Das heißt, das sind Themen, die die breite Masse ansprechen, mit denen viele irgendwie relaten können, wo viele darauf reagieren können, wo ich gutes Engagement kriege. Und wenn jetzt erst mein Fokus einfach nur ist, okay, ich will meine Personal Brand und meine Reichweite irgendwie aufbauen, dann macht es Sinn, viel von diesem Content zu posten. Wenn es jetzt im nächsten Schritt darum geht, okay, ich will jetzt auch Kunden gewinnen, dann muss man sich in diesem Funnel sozusagen ein bisschen weiter nach unten bewegen. Das heißt, ich gehe auf spezifische Themen ein, versuche mit meinem Content wirklich Probleme von meiner Zielgruppe zu lösen. Das können super spezifische Probleme sein auf eine super spezifische Zielgruppe.
Mit diesem Content wird man natürlich sehr viele verlieren, die man oben mit eingesammelt hat, weil es die einfach dann nicht mehr interessiert, was auch vollkommen okay ist. Aber die Leute, die dann wirklich potenzielle Kunden sind, holt man halt 100% damit ab und schafft da wirklich nochmal Vertrauen und kann darüber dann letztendlich auch Leads generieren. Cool. Ich kann auch nur bestätigen, du wahrscheinlich auch, dass LinkedIn extrem viel Potenzial einfach hat, was das Thema auch Kundengewinnung oder Lead-Generierung hat. Ich glaube, wir sind da wirklich immer noch im Dachraum am Anfang. Also ich kenne auch so viele Leute, die noch nie auf LinkedIn gepostet haben. Deswegen, wenn ihr gerade zuhört und noch nie gepostet habt, vielleicht ist das der Impuls an euch, einfach mal im Nachgang zu dieser Folge euren ersten Post vorzubereiten. Und sei es nur, dass ihr von Mareike oder dem Erfolgsgeflüster-Podcast was gelernt habt und euch jetzt rantraut an LinkedIn, dann ist das ja auch schon mal ein gutes Thema, über das man sprechen kann. Deswegen, vielleicht sehen wir da ein bisschen was, Inspiration, auf LinkedIn aktiv zu werden. Es lohnt sich, ist ein Long-Term-Game, das kann ich bestätigen. Du bist ja schon viel länger aktiv als ich, aber das ist auf jeden Fall etwas, nicht die ersten Posts bewerten, sondern einfach dranbleiben und weitermachen. Deswegen schon mal vielen Dank für die Einblicke. Jetzt habe ich noch 1, 2 Fragen zum Thema Personal Branding, weil das ja auch so ein Thema ist. Dieses Wort oder diese Begriffe, die gab es ja vor ein paar Jahren eigentlich so gut wie nicht. Da standen die vielleicht in irgendwelchen Büchern mal, kamen natürlich auch wieder aus dem Ausland, ein amerikanisch, englischsprachiger Raum. Aber was ist für dich der Grund zu sagen, Personal Branding ist so wertvoll? Darauf richte ich letztlich bei dir meine ganze Tätigkeit drauf aus. Und wo siehst du Personal Branding in der Zukunft? Also welche Rolle wird es zukünftig spielen? Also letztendlich gab es Personal Branding schon immer. Es wurde halt nur irgendwie nicht so genannt. Ne? Also letztendlich ist ja Personal Brand, okay, ich positioniere mich als Person irgendwie und das war schon immer relevant, wird aktuell aber meiner Meinung nach auch noch relevanter, einfach weil wir so überschwemmt werden oder auch wurden in den letzten Jahren mit Werbung, mit Content von Firmen, weiß ich was jetzt durch KI natürlich auch noch extremer wird, dass einfach noch mehr 0815 Content auf uns irgendwie draufgeknallt wird sozusagen und wir uns jetzt wieder viel mehr sehen nach halt diesen echten Connections und es interessiert mich halt nicht, was irgendwie eine Firma wie SAP oder Microsoft oder sonst was erzählt, sondern ich will wissen, okay, was sagen die Menschen dahinter? Ja, guter Punkt. Also gerade das Thema mit KI und dann sind wir auch wieder bei ChatGPT, ne? Also was eine super Hilfe sein kann, um sich Ideen letztlich liefern zu lassen, aber das Ganze auszuformulieren mit einem persönlichen Touch, also mal wieder beim Personal Branding. Das ist auf jeden Fall umso wichtiger, weil sonst liest sich jeder zweite Beitrag gleich. Das, was wir auch eingangs hatten mit den Formulierungen und so, da auf jeden Fall aufpassen. Und ich sehe es auch als Thema, was einfach gerade in Zeiten von KI umso wichtiger wird. Deswegen schön, dass du für dieses Thema einstehst, heute auch hier bist, dafür dein eigenes Personal Branding ja letztlich auch machst für LinkedIn und das Thema Personal Branding. Deswegen richtig cool, dass du heute hier warst. Schon mal danke für die ganzen Tipps, Mareike. Sehr gerne. Dann darfst du noch die Abschlussfragen beantworten. Die sind Standard hier im Erfolgsgeflüster-Podcast. Du darfst jetzt einfach noch 3 Sätze vollenden. Es gibt kein richtig und falsch und deswegen starten wir mal rein in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das hat ja auf jeden Fall auf deinen Reisen, über die wir gar nicht so viel sprechen konnten heute, auch eine Rolle gespielt, aber natürlich auch in deiner Selbstständigkeit. Und deswegen lautet der erste Satz, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Immer wieder was Neues dazu zu lernen. Sehr schön, lassen wir einfach stehen. Der zweite Satz geht noch ein bisschen tiefer und wir sprechen jetzt über das Leben. Und deswegen lautet der Satz, Leben bedeutet für mich. So viele Erfahrungen wie möglich sammeln. Definitiv. Und wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen darfst du jetzt auch noch Erfolg definieren. Und deswegen lautet der allerletzte Satz, Erfolg bedeutet für mich. Mein Leben so gestalten zu können, dass ich glücklich bin. Herzlichen Dank auch für diese sehr persönlichen Einblicke. Ich finde das immer wieder spannend, wie unterschiedlich das ist. Wie gesagt, es gibt keine richtigen und keine falschen Antworten. Überlegt gerne mal, was das für euch bedeutet. Ihr könnt das auch gerne mal definieren, in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Fragen habt zum Thema LinkedIn, ich denke mal, Mareike, da schauen wir auf jeden Fall auch rein. Schreibt das gerne in die Kommentare. Oder vernetzt euch eben mit Mareike auf LinkedIn. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die ganzen Links sowohl zu ihrer Webseite, der Masterclass und den sozialen Medien. Schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut und bis dann.